Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Arise. Ich glaube, das ist der letzte Fisch, könnte zumindest. Damit kämen wir auf genau 40 und mir wird nichts anderes mehr angezeigt als ein Angelort. Plus wir kriegen ja ein Emblem für das Viech. Also, ja, Königsfischerei. Ich hab's voll drauf, ohne den richtigen Köder. Kisara, that was amazing! Your rod was flashing like a sword! First this way, then that way, it was crazy! Indeed. That fish was quite fearsome in its own right. I applaud your tremendous skills in taming such an unwieldy beast. What he said! When you slammed your foot down and gave it that... It got me so pumped! Yes, it was quite the impressive war cry, I must say. Anyway, what did you catch? Oh, right. This is a silver marlin. The king of the seas, as they call it. I wanted to try to catch one at some point while we were out at sea. It almost looks like a sword blade with that intense sheen. It really does. With a head as sharp as that, I bet you could fight with it if you had to. If you could properly wield it, that is. Bear in mind, the marlin is known to be rather heavy for a fish. Well, if anyone could, it's probably Kisara, right? I mean, hell, she reeled in the damn thing. Not that you aren't doing great already, Kisara. Your strength is often the only thing between our enemies and us. Yeah. Every time you lift up that shield, I'm glad you're on our side, Kisara. You're so stupidly strong, nothing can match your brute strength. Stupid? Brute? The only thing that could match it may be your sheer stupidity. What? Where'd that come from? Naja. Erhöhte kritische Trefferrate bei Gegenangriff. Geangelt. Unter Umständen sogar alles geangelt. Das werden wir gleich herausfinden. Jetzt erstmal Berge aus Maulwurfshügeln. Egal wo ich hinkomme, es gibt immer noch Skits anzugucken. Everything okay there, big guy? You look kind of pissed. I'll say. He looks like he wants to bite the head off something. What's eating at you? Come on, Alphen. You're gonna bring us all down if you keep that ferocious scowl on. Oh, sorry. Do I really look that ticked off? Yeah, it kinda makes you hard to talk to. So, what's bothering you? It's a pebble. A pebble? Snuck its way into the back of my boot. I can't seem to get rid of it. Oh, I totally get you. Weird how much it can get on your nerves, huh? Yeah, it's barely bigger than a grain of sand. So how come it feels like I'm walking around on hot nails? You know, maybe this is a crazy solution, but you could just take your boot off and give it a shake. Ah, yeah. Yeah, of course. You're right. Phew. It's like I've been given a new lease on life. Thanks for the tip, Shion. Seemed kind of obvious, but you're welcome? That's the trouble with windy places. All that fine debris ends up getting into your hair and clothes. Alphen, is it just me, or have you become extra sensitive ever since getting your sense of pain back? Now that you mention it, the other night at camp, there was a fly buzzing around that annoyed him so much, he unsheathed the blazing sword. So much for sensitive. That's just being a Mr. Cranky Pants. Nothing new on that front, then. What's the matter, Alphen? You look a little tense. It's nothing, really. He wants to get angry, but knows that doing so would only prove our point. Hence the building frustration showing plainly on his face. Would you stop analyzing things for 1 minute? Point taken. So ist das halt. So, anyway. Dann haben wir zumindest 2 Sachen direkt auf der Liste, die wir zumindest mal angucken könnten, anfragen. Was gibst du mir für 40 Fische?
Silberreißzahnköder. Habe ich den nicht schon? Den Königsfisch, den silbernen? Die du derzeit angeln kannst. Um mehr zu finden, musst du neue Angelplätze entdecken. Ah, okay. Wir haben also noch nicht alle. Das macht mich irgendwie traurig. Also, ja, aber kann halt gerade nichts anderes fangen, also was soll's. Dann kehren wir zurück nach Moskau, ne? Ja. Geben den Donut-Plan her oder so ähnlich. Ich habe schon fast wieder vergessen, was wir hier machen. Wir hatten Donuts gemacht, das weiß ich noch. Ja, und wir haben Essen. Und zwar Donuts. Unglaublicherweise ja. Yes. Genau, hör auf rumzujammern. Eine Angestelltenuniform? Okay, okay. Plus Vielfraßcode. Und Geld. Geld ist, ne, bei Geld sage ich nicht nein. Sure. Got any ideas on what would be good? Mabo curry. Fried bread stuffed with curry. You'd probably buy out the whole stock. Klingt lecker. Also, ne, ich hätte da Bock drauf. Nein, nein. Ich muss das Richtige finden. Da, Angestellten-Outfit. Ja, kann man mitarbeiten. Ist nicht mal schlecht. Ne, also. Aber nur für die beiden, nehme ich an. Nein, tatsächlich nicht. Guck an. Alle können eine Angestelltenuniform anziehen, wenn sie denn wollen würden. Das ist okay. Das sind so Outfits, die ich mir gerne erspiele. Bin ich ganz ehrlich. Das sieht sogar gut an ihm aus. Komm, du bist jetzt mal so. Das hat er sich jetzt verdient, nach all den Sachen, die er da machen musste. Ich sag mal, in Rot haben wir ein bisschen was anderes fürs Auge. Naja, und dann mehr Skits. Und wie gesagt, wahrscheinlich gleich rumteleportieren auf der Suche nach den Eulen. I never realized before just how hot this place is. It's like being inside a fire. You're only just noticing? Ah, yes, forgive me. The whole lack of sensory feedback situation. That's the one. It's hard to believe I once worked in this soup, let alone helped spearhead a revolution. And all with the mask concealing your face. It must have been very grimy beneath that. Back then, we had our plates full enough dealing with constant abuse from our Renan overlords. It never occurred to me the air itself was oppressive in its own way. My head's spinning just with the effort it takes to walk. I think that's called heat stroke. You might want to take a sip of water. You mean that water that's been festering under the sun for days? I wouldn't chance it without boiling it first. Oh, I know. I'll go to the dock and fetch us some clean water. Water alone won't suffice. He'll need to ensure his sodium levels are replenished as well. In that case, let's see if we can rustle up some rock salt. Alphen, you go cool off in the shade for a while. Shion, stay and keep an eye on him. And then there were two. Bit of an overreaction, but it's still kind of them. Maybe it's not the time, but this place brings back memories. I know what you mean. We're back where it all started. You don't ever regret meeting me sometimes, do you? Are you kidding? You started all of this. Bringing down the wall, retrieving my sense of self. I have no regrets. Welcome back, Law. Ja, also Lore gibt es auch noch. Gut. Ja. Ich teleportiere mich einfach mal so in jedes Gebiet rein. Auf der Suche nach neuen Sachen. Außerdem versuchen wir den Sugel heute wahrscheinlich nochmal. Aber hier scheint nicht zu sein. Aber wenn ich schon mal hier bin, spätestens jetzt, nachdem ich angeln war, müssten wir
eigentlich ein neues Gespräch anfangen können hier. Also gucken wir mal da rein. I wonder if you're as soft as you look. Also sie würde gerne Hutle anfassen, aber wer würde das nicht, ne? If I hang out for a while? Another fine day for journeying, huh? Tell me, do you ever find yourself tiring of the vagabond existence? It's better than being enslaved, that's for sure. I get to pick my own destination, for starters. You don't get those luxuries as a slave. Shackle a man's feet, and you put a clamp on his heart as well. Then there was the food. Gross slop that left you in a permanent state of hunger. Ugh, you wouldn't believe the things I ate to keep from starving. What about you? This must all sound pretty alien to someone who used to be a lord. Is that a hint of interest in my past I detect? I guess that's one way to put it. Well, certainly starvation was never a concern I had to contend with. The day-to-day grind was largely taken care of for me. I even had help getting in and out of clothes. All that was required of me was standing still while looking solemn. That's quite the downgrade you've made. It's a wonder you don't sound more bitter. This might surprise you, but I actually don't find our current situation all that disagreeable. My own hardships paled in comparison to yours, granted. But life as a lord came laden with its own restrictions. Forgive me. Such complaints must sound like feeble extravagances to a Danon. True, Renan opulence doesn't feature high on my sympathy list. Then again, yours isn't exactly a normal case. I suppose it's not. Sometimes, I can't help but wonder how much easier life would have been without the trappings of nobility. You really mean that? Pay me no heed. Not but the ramblings of a privileged eccentric. Whatever my past, it has led to my being here. That is all the reality I need concern myself with. I suppose we should call it a day. Okay, das war noch nicht die letzte, habe ich aber auch irgendwie nicht erwartet, nachdem Kisara auch fehlte. Aber wir arbeiten dran. So, da ich mich in das Bergwerk nicht teleportieren konnte, ich hätte wahrscheinlich auch einfach von Uzbek dahin laufen können, aber ist, nee, von, na, ist ja egal, jedenfalls Ort, wo wir gerade waren. Ist aber auch nicht weiter wild, laufen wir halt das kleine Stückchen. Ist ja eklig, dass ich überhaupt mal das Wort gebrauchen muss, dass wir laufen. Obwohl ich bezweifle, dass da drin eine besondere Eule sein sollte. Ich tippe eher drauf, dass die sich noch in allen Gebieten einmal versteckt halten. Ja. Da ist ein Apfelgelee und sonst ist da nichts. Also sag doch nicht sowas. Wir waren zwar schon in Ulsebek irgendwann mal, also dürfte da jetzt keine Eule mehr sein, aber trotzdem mal hin teleportieren. Ganz klar. Gut, hier ist nichts. Dann, weil ich gerade gesehen habe, dass wir zumindest wieder bei 2000 sind. Da arbeiten wir dran. Ich hätte gerne den K.O.-Schutz, aber naja. Donnerbeißer. Einäscherungswelle. Also ist das... Ich frage mich immer noch, ist das jetzt eine Technik, die ich lerne? Einfach mal machen. So, wie sieht es hier aus? Weiteres Emblem fertig, damit Elementarverteidigung plus 40. Boah. Abgefahren, abgefahren. Ah, sie braucht noch mehr Punkte. Macht sonst keinen Spaß. Hier, das können wir lernen. Hat er Verteidigung plus 50. Ein erfüllter Traum. Achso, und gemischte Gefühle. Mhm. Und da oben muss ich dann weiter lernen. Ja. Wie sieht es hier aus? 3, 4. Haben wir das angefangen, machen wir das hier auch zu Ende. Yay. Also, wir arbeiten dran. Aber, ne? Das ist der Plan. Angriff plus 50. Yeah. Erhöhte BA. Erhöhte BA ist immer gut. So. Anyway. Ja, dann wird es Zeit für eine Revanche. Das funktioniert nicht so richtig gut mit dem Yu-Gi-Oh! Ding, ne? So eine Revanche. Aber, ja.
Yay, so sehr wie sie stinken, sind sie erwachsen. Yay. So, also haben wir eigentlich ein Level-Up von dem ganzen... Ja, von dem ganzen Gnom-Ding haben wir ein Level-Up bekommen. Das wird mir jetzt diesen Kampf so sehr erleichtern, dass wir ihn diesmal gewinnen. Oder wir gehen halt trotzdem wieder drauf. Nur beim letzten Mal haben wir uns ja wirklich, ne? Wir waren ja fast durch und dann hat er mir doch noch irgendwie es geschafft. Und der ist nur Level 53, ne? Da hat er es geschafft, mir so einen kompletten Game-Over-Satz da reinzuwürgen. Der kleine Mistkerl hier. So. Läuft doch ganz gut, denke ich. Ich wollte schon sagen, außer dass Shion irgendwie so gar keinen Bock hat, auch nur einen Heilzauber rauszuhauen. Erstaunlicherweise. Ich sterbe ja nicht aus Langeweile. Und Dualim kann einfach mal hier, ne? Genauso wie Kisara einfach mal machen kann. Naja. Ich hoffe ja mal, das hat jetzt... Übrigens kann ich jetzt einmal kurz gucken. Ich hatte die Technik jetzt gelernt. Nicht angesehen, ob sie da reinfällt oder nicht, aber scheinbar nicht, ne? Plasmaschock ist hier immer noch. Ah. Nee, dann gehört es halt wieder irgendwie zu dem Flammenschwert-Ding. Passt schon, passt schon. Naja, anyway, jedenfalls nicht übertreiben und dann werden wir schon irgendwie diesen netten Kerl hier erledigen können. Hoffe ich doch mal. Das ist jetzt der 3. Kampf oder so, den ich gegen ihn führe. Also so langsam hätte ich halt mal gerne meine Ruhe vor ihm. Von daher, ja, geben wir unser Bestes. Natürlich habe ich jetzt nicht nochmal die, wie war das, leidenschaftliche Aufgabe? Nee. Naja, jedenfalls das Ding habe ich jetzt nicht aktiv. Drachenschwamm dauert tatsächlich erschreckenderweise irgendwie zu lange. Hätte ich so halt auch nicht gedacht, aber es dauert halt tatsächlich zu lange. Also wenn es darum geht, dann vielleicht nochmal glücklicherweise auszuweichen oder so. Das funktioniert nicht, leider. Das ist das Einzige, was mir an der Technik nicht gefällt. Aber abgesehen davon geht's mir gut. Shion einmal und dann sind wir jetzt gleich schon wieder bei der Hälfte. Und noch läuft der Kampf ja eigentlich gut. Kann man ja so sagen, denke ich. Denke ich. Heißt nichts, denke ich aber. Ja. Okay, Sarah ist noch nicht fertig. Das war zu spät bemerkt von mir. Okay, er hat wieder aufgehört, blau zu leuchten. Das heißt, der perfekte Moment für mich, um einmal drauf zu hauen. Yeah.
Wäre irgendwie schön gewesen, wenn es nicht Healing Circle gewesen wäre. Dann hätte ich nämlich nicht mitten in der... Naja, was heißt mitten in der Attacke? Ich stand ja nicht mitten in der Attacke, aber... Überhaupt nicht mal in seiner Nähe sein müssen. Naja. Was soll's. Shadoing. Neuer Kern. Neues Glück. Mal wieder. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt auf dem Boden ist, aber egal. War so ein schöner Moment, um dann nochmal richtig nachzulegen. Der blöde Wassertornado. Doch nicht, dachte ich, wäre ausgewichen. Bin ich aber nicht. Nope. Zwar nicht. Achso, ja klar, ich bin umgekommen, deswegen ist meine BA wieder runter. Ja, nein, passt schon. Brauchst du nur mich wiederbeleben. In der Theorie. Jeden Augenblick. Ja, Chi hat wieder umgebracht. So wie er sich dabei immer aufregt, sollte man meinen, dass dann wenigstens die BA-Anzeige oder so direkt hochzischt oder sowas. Aber das passiert ja nicht. Nein, keine Magie für dich. Doch Magie für dich? Ja, was auch immer. Ziemlich lame, weil ich sie eigentlich tatsächlich in dem Fall mal pünktlich abgeschickt habe, aber interessiert ja keinen. So, Kern gebrochen, wunderschön. Ich habe leider keine HP, um nochmal die Klinge direkt hintereinander wegzuhauen, aber naja. Und wieder zu oft die Technik hintereinander angeklickt. Naja. Anyway. Wenigstens diese Quest jetzt auch mal abgehakt. Das war ja tatsächlich eher ein Trauerspiel wieder. Meinerseits, nicht vom Spiel. Huh? What's a letter doing in a place like this? Hell if I know. I highly doubt that Zoogle was trying to guard it. Still, somebody must have left it for some... Law. Huh? What's up? Something up? It's from my old man. My dear son, I wonder how things will be between us by the time you read this. In any case, I first want to congratulate you on all that you've accomplished. Making it this far requires a strong body, fine technique, an unwavering spirit, and most of all, friends that you can count on. If you have all of that, then I, as your father, have nothing to worry about.
Those things together will always keep you on the right path. That brings me to what I really wish to discuss with you. As with all of us, there will someday come a time when you'll be a grown man who can and must think and act for himself. Whether you'll live in a world where blood will no longer be spilled between Danins and Renins, or when that day arrives, nobody can say. But even if peace still eludes us then, you'll have to decide how to live in this world. Listen to others with an open heart, but don't be swept away by their words. Always live on your terms. One more thing. If I ever see you again, I hope to say this to you in person, but neither of us knows what tomorrow may bring. Know this. Whatever you think of me and what I've done, your mother and I love you very, very much. And there's nothing in this whole world that will ever change that. Your father, Zephyr. Zephyr. I can't believe he's only telling me all this after he's gone. What am I supposed to do with this? Zephyr once told me that living freely meant being your own master. I think he wanted to make sure you know how he felt one way or another. What you do with that knowledge is up to you. But that still doesn't explain why his father left that letter for him here, of all places. Don't forget, we were led to this place. We may well get some answers if we go back to the source of all this. Und natürlich kriegen wir eine Astralblume, aber das ist nur so das kleine Zipfelchen auf dem I. Nee, Moment. Na, jedenfalls ist ein kleiner Zusatz. Wir bekommen nicht mal ein Level ab. Aber gut, okay, fein. Wir sind ja auch eigentlich viel zu spät für diese Quest hier gewesen. Aber ich hätte schon gerne ein Level ab. Ist ja nicht so, als müsste ich noch 4 oder also 40 oder 41, je nachdem, ob 100 das Ende ist. Aber es gibt ja auch noch Postgame, so ist nicht. Habe ich mir sagen lassen. Von daher, ja, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Haben wir. Hey. Nicht so wirklich. Dann wäre das ein ganzer Part darüber. Ja. I guess. No way. Damn. Whew. All right. This is Ein Ring. Der Ring. thanks. Zephyrs Ring. Ein Ring, der Zephyr sehr kostbar war und den er immer bei sich trug. Ein Symbol der familiären Bindung zwischen Zephyr und Law. Ja, dann rüsten wir ihn den mal aus. Eine Morgendämmerungsgurte. Und das Emblem Fackelträger. Ermöglicht es dir, während einer Kombo einen weiteren normalen Angriff zu entfesseln. Ausbruch bei Erwachen. Oh. Das klang zu gut, um es nicht direkt einfach mal anzuklicken. Okay. Zephyrs Ring. Huh? Wahrscheinlich besser als das Stichemblem. Oder auch nicht. Ich meine, gut, Verteidigung hoch, schieß mich tot hoch. Ja. Ist schon in Ordnung, denke ich. Kann man, glaube ich, auch
irgendwie umschmieden, dass da mehr reinkommt. Zephers Grab. Achso, Moment, was haben wir noch gekriegt? Wir haben noch Morgendämmerungsgurte gekriegt. Und irgendwo hier unten hatte ich doch mal den Bifrost-Code. Der Bifrost-Code ist noch ein Artefakt, das habe ich beim letzten Mal nicht angeguckt. Zumindest sieht es aus wie ein Dingens. Bifrost Labyrinth, Kocheffekt Boost 2. Aus Pac-Man. Ja. Macht Sinn, denke ich. So. Göttlicher Zorn. Naja, Morgendämmerungsgurte. Sehen jetzt leider auch nicht super gut aus. Aber naja. Wenigstens hat er sie. You okay, Law? You seem kind of quiet. I'm fine. Just feels a little weird returning home now that my dad's not here, I guess. Oh man, sorry. I didn't mean to bum you out too. So I guess that means you'll be visiting your dad's grave while you're here. Right, Law? His grave? What are you, nuts? There is no grave. The Rena would only destroy it the moment they found it. Back before Calaglia was liberated, dead slaves would be dumped in mass burial sites. Either that or thrown on top of a bonfire. We got used to cremating our own to deny them the pleasure. Then we'd sprinkle the ashes from high up as a way of returning them to the motherland. It's all we could do. That's the ceremony we had when my mom died, too. But that was back then, right? Calaglia is liberated now. There's nothing to stop you from raising a true grave anymore. I suppose you've got a point. Once you've been doing something for generations, though, it sort of begins to take root. It's a tradition of its own now. My dad wouldn't want that anyway. Cheap and simple, he'd say. Besides, I can't treat him differently than my mom. They might not end up meeting on the other side. I hadn't thought of it like that. Wow, imagine. The two of them reunited. Back home where they belong. They're probably watching over us right now. At one with great Dana. There's something almost poetic about it. That's why I can't afford to screw up. If I know my pops, something as paltry as death won't stop him from coming to box my ears. Still, better than being left alone, I guess. Better than never knowing. You hear that, Dad? I'll make you proud. You'll see. Ich bin ganz ehrlich, abgesehen davon, dass diese Quest jetzt so ein komplettes Klischee ist, könnte ich rein theoretisch sagen, das war bisher zumindest mein Lieblingsergebnis, sozusagen. Ne? Da hatte man so ein bisschen, ja, er hat es wenigstens eingesehen, er ist ein bisschen als Charakter gewachsen. You're faster. Something feels odd here. Beyond your... Ich wünschte, du würdest das nicht immer nur so sagen nach dem Motto, hier gibt es Gegner oder so, sondern du würdest sagen, irgendwas fühlt sich merkwürdig an und dann gucke ich und bemerke, da gibt es dann irgendwie super krasse große Gegner oder so, aber naja. Einfach nochmal irgendwas zum Verprügeln halt, darum geht's mir. Hier ist auch nichts mehr. Höhle der Einsamkeit. Ich bin so einsam und in einer Höhle. Oh, hier war ein Angelplatz, aber hier dürfte ich alles haben, ne? Ja. Okay. Dann dürfte ich so langsam alles haben, nehme ich an. Ich meine, gut, hier muss ich natürlich einmal zu den Feuertoren gehen, glaube ich. Und die östliche Seite, aber das ist ja hier. Nur um sicher zu gehen, dass da halt jetzt keine Eule mehr ist, etc. Aber das sind alles so relativ kurze Trips, glücklicherweise.
Hier ist jedenfalls nichts. Und einmal über die östliche Seite wieder rein. Dann in die Kammer noch rein. Wenn wir dann das hier fertig haben, kann ich zumindest jetzt erstmal sagen, wir hätten Calaglia fertig. Ja, vorausgesetzt, ich war halt noch hier und da. Und, ne? Aber jetzt noch mal was in dem Bergvulkan ist, na, ich weiß ja nicht. Aber dann wiederum weiß ich sowieso nichts. Gut, hier ist jetzt nicht noch mal was drin. Wunderschön. Ich meine, wenn mir jetzt natürlich hinterher jemand sagt, hey, auf dem Dach ist tatsächlich noch was, ist das so. Aber vorher denke ich nicht, dass ich da nochmal hingehen werde. Ich werde sowieso gleich mal noch was überprüfen, bevor wir den Part komplett beenden. Seht ihr aber gleich. Dauert auch nicht lange und es ist nichts Weltbewegendes. Hier ist jedenfalls nichts. Kein Hut, der reagiert. Aber bisher haben wir eine legendäre Eule gefunden und das war... Die Fledermäuse kommen wieder, aber kein Hutel. Und das war halt tatsächlich in Calaglia. Von daher, ich tippe ja immer noch drauf, eine pro Gebiet oder so. Tja, und hier scheint nicht zu sein. Gehe ich einfach mal von aus. Gut. Einmal kurz hier wieder. Ich weiß nicht, wieso ich immer auf 4 tatsächlich komme. Aber ich ende immer auf 4. Immerhin habe ich mal Gewinn gemacht. Jetzt noch ein paar Bärsche verkaufen. So. Und jetzt einmal in den Eulenwald rein. Ich möchte mir einmal die Bäume angucken. Ich rechne damit, dass der eine voll ist und bei dem anderen sagen sie jetzt, da passt noch eine oder sowas. Wie es aussieht, ist auf dieser Stange noch Platz für ein paar Eulen. Okay. Steht tatsächlich trotzdem bei allen. Naja. Ich meine, die Eule ist so groß und in Beschlag nehmend. Naja. Interessant, dass seine Dialogbox nicht abgehakt wird. Ja. Anyway. Beim nächsten Mal. Das bewahre ich mir noch auf. Machen wir dasselbe hier. Skizzen angucken, gucken, ob irgendwo noch was auftaucht. Ich meine, wenn eine Quest da wäre, würden wir es sehen. Aber ich laufe im Prinzip einmal alles ab. Dasselbe machen wir mit Menencia, Mahaka und Ganararam. Und dann sind wir fertig. Theoretisch, dann können wir wieder nach Tarfal Helgarahi. In das Ding hier, um dann nach da zu kommen. Also irgendwo hier dazwischen. Um dann das Spiel zu beenden. Es ist also eigentlich nicht mehr allzu viel, was ich jetzt so machen muss, bevor wir zumindest das Spiel beenden können. Also es gibt 44 Fische. Und irgendwo muss da noch ein... Also entweder gibt es noch einen, den ich jetzt tatsächlich erreichen kann. Oder einer im Postgame. Aber das finden wir schon raus. Anyway. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Jetzt können wir theoretisch nur noch gucken, ob... ob ich wieder genügend Zeit totgeschlagen habe, damit wir uns das nächste Gespräch angucken können. Yay! Und wenn nicht, dann nicht. Feathers, beak, eyes. Yep, everything looks good. Das freut mich. Können wir nicht. Dann hören wir uns eine flüchtige Ähnlichkeit an und dann beende ich den Part für heute. Bis zum nächsten Mal. Hey, Rinwell, tell me about your parents. What were they like? They were kind. That's the part I like to remember.
They could also be strict though, especially when it came to magic. I never understood why I had to work so hard to learn magic. Why we couldn't just be done with it and live openly like everyone else. Needless to say, that didn't go over well. Of course, if I'd had known that one day I'd be doing this, I would have taken my studies more seriously. What about your parents? Same deal. Run through the mill. Told constantly that training was the only way to survive in a world like this. It got bad enough that I ended up running away and siding with the Renans of all people. And now, I've got that training to thank for being alive. I know how that feels. The first time we met, you risked using your magic to stop me from kicking my dad's ass. You could have done anything else. You could have ignored it. So, why? Yeah, I guess something about Zephyr reminded me of my own father. You don't say. So, did your pops and mine look a lot like each other? Not really. Not at all, in fact. I don't know how to explain it. I just felt a resemblance, I guess. Wow. Well, I won't pretend I understand, but I'm glad. Your dad must have been a great guy. He was. Maybe it's the snow soaking up all the sound, but something about Cislodia always feels mysterious to me. Solemn almost. When it comes to solemnity, I'd say our own Octalina Palace is no slouch. I won't argue with you there. Still, that azure tint of the shadows on the silvery white snow, it has a certain indescribable quality. Indeed. It was boorish of me to even suggest such a comparison. All I know is it's freaking cold. Still, more pleasant now that the locals aren't quite as frosty towards us. Well, excuse me if I'm too frosty for your warm self. Oh, come on! You know I didn't mean you. Besides, really, I'm the one who... How about we stop getting hung up on the past for a change? Take what you've learned and put it to use in the future instead. An unexamined past can be just as dangerous in its own right. Better that than obsessing over it like a certain someone I know. Kisara doesn't mince her words, does she? I could say the same thing about one or two of the other women around here. Tell me about it. I think I'll refrain from commenting on this one. Hoodle, I've got some dried fish for you. You want some? Forget that. Doesn't some tasty red meat sound better, boy? Hey! Stop trying to coax him away with treats. Get your own adorable sidekick if you're so desperate for one. He appears to enjoy being the center of attention. Funny how things change. He and Rinwell used to be joined at the hip, or shoulder to talon. It's not just Hoodle who's become more trusting. Isn't that so, Rinwell? They do say pets and their owners act alike. I suppose since we've been together, I've done my share of coming out of my own shell too. Well then, I guess with you and Hoodle, that makes us all one big happy family. Sometimes when I'm deep in thought, Hoodle will come over and sit next to me. I only wish I could actually pet him. Oh, you will someday. You won't believe how soft he is. Wish I had that problem. I'm lucky if I can so much as look at old Featherbrain without him trying to claw me to ribbons. Really? He seems tame enough around everyone else. Maybe it's just Hoodle's way of establishing dominance? That's dogs, not owls. What's going on when Hoodle pecks at you? I don't know. Like when I'm talking to Rinwell, it's like he's trying to muscle me out or something. Unless... Wait, you don't suppose I make him jealous? Come again? Ow! Get off of me, you insecure fluffball! I rather think they make a good comedic pairing.